Hallo Geschwister, herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst heute. Ich möchte euch alle begrüßen in den Namen Jesu Christus. Ich möchte ein Gebet sprechen für uns alle, in Nahen und Fern. Und danach kommt auch das Wort von unserem Bruder Jonni. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, danke, himmlischer Vater, für deine Bewahrung vor diesem Virus, der im Moment überall ist, in der ganzen Welt, Herr Jesus Christus. Danke, dass du deine Kinder beschützt, Herr Jesus, bis jetzt. Vielen Dank, himmlischer Vater, Jesus Christus. Halte du deine heiligen Hände schützend über dein Volk, Herr Jesus Christus, über die ganze Gemeinde Zuflucht und auch alle anderen Gemeinden, Herr Jesus. Beschütze die Menschheit. In Jesu Namen. Amen. Wir hören jetzt noch ein schönes Lied und dann kommt uns das Wort.
Ja, ich möchte euch auch begrüßen im Namen Jesus Christus und ich freue mich, ja, einfach auch wieder zu sprechen dürfen. Die Gnade Gottes ist ja sehr groß. Es geht heute um Zachäus, ein Mann, ein Zöllner, ein Zöllner und Betrüger, der ein gutes Leben hatte. Ja, ein gutes Leben von anderen Menschen ihr Geld. Er hatte betrogen und belogen. Und da, wo er grausam war, war er grausam. Das waren die Zöllner. Sie haben die Menschen einfach wieder zurückgeschickt, die kein Geld hatten, die vielleicht einen großen Weg auf sich genommen haben, um in der Stadt einzugehen. Und da auch vielleicht auch Geschäfte zu machen und dann Geld zu verdienen. Aber sie hatten keine Möglichkeit, wenn sie kein Geld dabei hatten. Denn die Zöllner hatten noch obendrauf betrogen. 1 Taler für den König und 1 Taler für mich, für den Zöllner. Das war Zachäus. Zachäus war ein kleiner Mann, nicht groß. Man spricht, es war eine große Volksmenge von Menschen und er konnte nicht gucken, so klein war er. Er war ein kleiner Mann. Aber es begehrte etwas in sein Herz. Er hörte, dass Jesus Christus durch Jericho geht und zieht da durch. Und er wollte unbedingt Jesus sehen. Sein Herz begehrte danach, Jesus zu sehen. Es hat sich was verändert in seinem Leben. Er möchte sehen, ist das wahr? Stimmt das, was die Leute von ihm sagen? Und wie viele Menschen denken das auch nicht heute noch? Stimmt das? Ist das wirklich so? Ist Jesus wirklich so resistent? So echt? Viele denken darüber so nach. Und so war Zachäus. Aber doch in sein Herz ist was hineingekommen. Es begehrte ihn, dass er Jesus sehen wollte. Er möchte Jesus sehen. Sein Herz brannte. Und was tat er? Er lief. Er wusste, wenn Jesus durch Jericho geht, dann muss er auf diesem Weg sein. Und er rannte voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf einen Baum. Maulbeerbaum, manche sagen auch, dass da Dornen drauf sind und wie auch immer. Aber er nahm das auf sich. Warum? Weil er Jesus sehen wollte. Er wollte unbedingt sehen, wie er aussieht, wie er geht, wie er steht. Das wollte er alles sehen. Und er hat das auf sich genommen. Aber er dachte sich nie, dass ihn oben in den Bäumen die Krone einer sieht. Da sieht mich doch keiner. Ich verstecke mich da oben drin. Jesus kam. Die Volksmenge hinter ihm her. Und Jesus blieb stehen vor diesem Maulbeerbaum. Schaut nach oben und sagt, Zachäus, steig ein herunter. Denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Heute muss ich in dein Haus einkehren. Zachäus ließ sich das nicht zweimal sagen. Lass dich du auch das nicht zweimal sagen. Jesus ist der unser Leben ändert, der uns heilt und befreit vor Sünde, Schuld und von allen Zerbrechen. Zachäus kam runter. Er war klein von Gestalt, wie schon gesagt. Aber doch sah ihn Gott an Jesus als einen großen Mann. Warum? Weil sein Herz sehr groß war. Sein Herz brannte. Er war ein Betrüger, es stimmt. Er war ein Lügner, das stimmt. Und er hatte
Da, wo er was von den Menschen wegnehmen konnte, das hat er getan. Aber es hat sich doch was verändert. Jesus ist vorbeigekommen und sein Leben hat sich verändert. Jesus ist nun durchgekommen und was ist passiert? Zachäus ist ein anderer Zachäus. Jesus kommt mit ihm in sein Haus. Zachäus legt alles vor, was er hatte. Er gibt ihm zu essen, zu trinken. Er bedient ihn. Ja, und dann kam Zachäus das in den Herzen hinein. Herr, wenn ich einen betrogen habe, so will ich die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und den ich betrogen habe, den will ich vierfach zurückgeben. Den ich bestohlen habe, den ich betrogen habe, den will ich vierfach zurückgeben. Und die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Es hat sich was getan. Wir haben auch die ganzen Jahre sehr gut gelebt. Und jetzt durch diese Pandemie ist unser Leben eingeschränkt. Ja? Alles ist so ein bisschen anders geworden. Vielleicht greifen wir jetzt auch mehr nach Jesus Christus. Vielleicht beten wir jetzt mehr. Man wird es auch dann erkennen, spätestens, wenn wieder die Stunden anfangen und es wieder losgeht. Dann wird man das erkennen, wie die Menschen in der Veränderung gegangen sind oder wie sie einfach so geblieben sind. Und wenn Jesus kommt, dann muss ich mich verändern. Warum? Weil mein Herz brennt nach Jesus. Solange dein Herz nicht nach Jesus brennt, wirst du niemals in der Veränderung gehen. Niemals. Dann machst du dir nicht den Weg und gehst auf einen Maulbeerbaum. Das machst du nicht. Du kletterst nicht auf den Bäumen herum. Das sagst du, ganz einfach. Aber wenn Jesus Christus kommt und dein Herz verändert, dann ist egal, dann kletterst du auf ein Haus, um nur Jesus zu sehen. Jesus kommt in das Haus hinein und Zachäus hat alles getan, was er tun konnte. Da sprach Gott, diesem Haus ist heute Heil widerfahren. Ist in dein Haus auch Heil widerfahren? Ist es so? Ist bei dir und deiner Familie heute der Tag des Heils? Ist es heute? Fängt heute der Tag des Heils bei dir und deiner Familie an? Es ist eine schöne Sache, ja, dass wir verstehen können, dass heute unser Leben sich verändert. Aber viele Menschen denken sich, oh, was stellst du ja hin? Bei denen geht er rein, beim Zöllner, beim Betrüger, beim Liebner, da, und isst da und trinkt da. Wie schlimm es doch für viele es ist. Aber Zachäus und Gott haben gemeinsam gespeist und gemeinsam darüber gesprochen, was sie tun können. Jesus Christus hat Zachäus Heil zugesprochen. Heute ist Heil in dein Haus eingekehrt. Und Zachäus tat sein Portemonnaie auf, seine Geldbörse, und er gab zurück. Er änderte. Und er half Arme und Zerbrochene und Betrogene. Das tat er. Gott sieht auch das Heil in dein Haus, wenn du es willst. Wenn du ihn einlädst. Wenn du sagst, komm. Wenn du sagst, heute komm. Komm. Ich habe die ganzen Jahre gut gelebt. Und jetzt ist eine schlechte Zeit. Die Leute sprechen bis Ende 21, dass hier eine Veränderung reinkommt. Das ist eine ganz, ganz gewaltige Zeit. Deswegen ist es so, dass wir lange Jahre gut leben durften. Ein gutes Leben zu führen mit Essen und Trinken. Ändere dein Leben.
Heute ist der Tag des Heils. Komm du heute zu Jesus Christus und ändere alles. Mach alles anders. Ja, irgendwo und irgendwie sollte dein Leben doch sichtbar werden bei jedem anderen Menschen, der dich sieht. Dass du in der Veränderung gekommen bist, dass du anders geworden bist. Und das ist eine Sache, die nur du mit Gott ausmachen kannst. Veränderung in Jesus Christus, das wünsche ich dir und mir. Heute ist in diesem Hause Heil widerfahren. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um die Gesunden zu suchen, sondern den Schwachen, den Kranken, der verloren ist. Dafür ist Jesus gekommen, für den Verlorenen, um ihn wieder auf die Beine zu richten. Und dann wird dein Leben in Jesus Christus eine Änderung haben. Eine Haltung, die nur du und Jesus Christus erkennen in den Herzen. Das wünsche ich dir. Und lass sichtbar sein für alle Menschen, dass du anders geworden bist. Dass du ein anderer Mensch geworden bist. Heute ist in deinem Hause Heil widerfahren. Amen. Ich möchte noch beten, dann hören wir noch kurz ein Lied und dann warten wir wieder bis am Sonntag. Wir machen regelmäßig Donnerstag, Sonntag machen wir die Gottesdienste und Dienstag und Mittwoch Dienstag und Samstag ist dann immer auch die Gebetsstunde. Und jetzt ab die nächste Zeit werden hier andere Geschwister immer wieder stehen, die dann auch den Gottesdienst zu den Tagen machen. Die stellen dann auch einen Plan auf. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, Herr, du weißt, was wir vorhaben. Herr, bitte, Herr Jesus, hilf du uns, Herr, dass wir doch auch wieder Gottesdienst machen können, wo Menschen um uns sitzen und vor uns sitzen, Herr Jesus Christus, Herr. Es ist ja gar nicht so einfach, in einen leeren Raum zu sprechen, Herr. Bitte hilf du, Herr Jesus Christus, Herr. Schenke du Frieden, Herr. Schenke du Heil, Herr. Und danke, Jesus Christus, Herr, dass heute in unserem Hause, da wo wir sind, in unsere Wohnungen, da wo wir leben, da wo wir schlafen, da wo wir kochen und essen, dass da Heil widerfahren ist, Herr. Hab du Dank, Jesus. Und Herr Jesus Christus, nimm durch du die Kranken an, Herr. Du weißt auch um Naldo, Herr Jesus Christus, Herr. Du weißt so viele Dinge, Herr. Du weißt auch um Nacho, seine Familie in Hamm. Bitte hilf du, Herr Jesus Christus. Du weißt um alles, Herr. Du kennst die ganzen Kranken und Schwachen. Und bitte hilf du da. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied. Ströme der Heilung fließen von deinem Thron. O himmlischer Vater, Wunder der Liebe, Zeichen der Vollmacht schenkst du uns. Du
Zachäus tat alles aus Freude, weil er Freude daran hat. Und ich hoffe, dass du auch aus Freude ihn einlädst, weil er Freude in seinem Herzen hatte. Dafür tat er alles. Die Geschichte übrigens stand Lukas 19, Vers 1 bis 10. Habe ich gerade auch vergessen zu sagen. Mach alles aus Freude. Gott segne.